Wenn ihr eine neue WordPress-Webseite habt, dann gibt es natürlich viele wichtige Einstellungen, die ihr machen solltet, und diese Einstellungen möchte ich euch in diesem Video ganz genau und detailliert erklären. So, hi, Tim hier, willkommen zu meinem Kanal oder willkommen zurück, und wie gesagt, in diesem Video möchte ich euch genau zeigen, was ihr bei einer neuen WordPress-Webseite einstellen solltet, wenn ihr eine frische WordPress-Installation habt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine ganz frische WordPress-Installation, und hier möchte ich jetzt die Grundeinstellungen vornehmen, dass die WordPress-Webseite optimiert ist und dass wir dann auf dieser Webseite unsere neue Webseite oder E-Commerce-Webseite erstellen können. So, dann lass uns mal anschauen. Hier, das ist das WordPress-Dashboard. Alles ganz normal. Willkommen bei WordPress. Hier haben wir ein paar Widgets, die wir dann natürlich ändern können, Positionen ändern können oder auch ausblenden können. Ausblenden der Widgets hier, das können wir schon mal schließen. Kann man hier oben machen. Zum Beispiel WordPress-Veranstaltungen, das interessiert mich eigentlich nicht, dann kann ich das ausschalten oder anschalten, Willkommen-Screen, dann könnt ihr das machen, genau, und dann Beiträge, unter Beiträgen, da findet ihr halt eure Blogposts, wenn ihr einen Blog erstellen wollt oder auf eurer Webseite oder eurem E-Commerce-Store später Blogs veröffentlichen wollt, was natürlich Sinn macht in suchmaschinenoptimierungstechnischer Sicht, dann habt ihr das hier alles standardmäßig, ist dieses Hello World, dieser Hello World Blogpost da, den braucht man natürlich nicht, den können wir dann direkt in den Papierkorb schieben, dass der keinen Platz wegnimmt und dass der nicht angezeigt wird. Unter Medien, da seht ihr dann alle Medien hinterher, also das heißt alle Bilder, die ihr auf eurer Webseite, auf eurem E-Commerce Store habt, die werden dann alle hier abgebildet, die könnt ihr dann hier alle verwalten, die könnt ihr dann löschen, oder ihr könnt natürlich auch neue Bilder hinzufügen oder Videos hinzufügen, unter neue Medien hinzufügen, dann könnt ihr das per Drag and Drop zum Beispiel hier drauf schieben, oder ihr könnt ganz normal auf Datei auswählen klicken, dann habt ihr Zugriff auf euren Computer, dann könnt ihr das alles von eurem Computer aus hinzufügen. Unter Seiten, da findet ihr alle Seiten eurer Webseite. Hier haben wir standardmäßig Privacy Policy, das ist ein Entwurf, das können wir dann natürlich auch in den Papierkorb schieben, und Sample Page oder Beispielseite, das brauchen wir auch nicht, das können wir auch in den Papierkorb schieben. Unter Kommentaren, da könnt ihr dann die ganzen Kommentare verwalten, wenn ihr Kommentare unter eurem Blogpost kriegt und so weiter und so fort. Unter Designs, da Design und Themes, da findet ihr alle Themes, zum Beispiel das sind die Standard-Themes, die mitgeliefert werden bei einer frischen WordPress-Installation. Das aktivierte Theme ist jetzt 2024 von WordPress, dann haben wir noch 2023, 2022, und hier solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr nicht benötigte Themes löscht, weil die nehmen natürlich Platz weg und verlangsamen die Seite. Also wenn ihr später dann euch für ein Theme entschieden habt, dann löscht bitte alle nicht aktiven Themes, um Platz zu schaffen und eure Webseite auch schneller zu machen. Genau. Löschen ist ganz einfach. Klickt ihr dann hier drauf und dann habt ihr einen Löschen-Button, löschen, dann ist das weg, und mit dem würde ich es dann genauso machen. Machen wir dann später. Unter Plugins seht ihr dann später alle eure Plugins, die ihr aktiviert habt auf eurer Webseite. Die könnt ihr verwalten, könnt ihr löschen, aktivieren, deaktivieren. Updates seht ihr hier, ob ihr irgendwelche Updates habt für die verschiedenen Plugins. Genau, unter Benutzer, da habt ihr dann die verschiedenen WordPress-Benutzer. Normalerweise ist dann halt nur der Admin-Account oder der Admin-Benutzer ist dann nur aktiv. Werkzeuge, das brauchen wir nicht, das sind ein paar Einstellungen, die brauchen wir aber jetzt nicht. So, unter Einstellungen, da wird es jetzt wichtig. Hier habt ihr den Titel eurer Webseite, hier könnt ihr dann den Titel angeben, dass wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Dachdeckerfirma habt zum Beispiel, dann gebt ihr hier ein, die beste Dachdeckerfirma in Köln zum Beispiel, oder wenn ihr einen Online-Shop habt, gebt ihr da den Namen eures Online-Shops an.
hier unter WordPress-Adresse. Das ist jetzt, hier würdet ihr dann die URL angeben. Müsstet ihr dann auch wechseln auf HTTPS. Diese Webseite, die habe ich jetzt auf meinem Computer gehostet, so, die ist also nicht im Internet, die habe ich auf meinem Computer nur, deswegen ist das testwebseite.local. Wenn ihr jetzt eine echte Webseite habt, www oder https meinonlineshop.de zum Beispiel, dann solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr hier HTTPS eingetragen habt. Könnt ihr natürlich auch verändern. HTTPS geht bei mir jetzt nicht, weil das eine lokale Seite ist und die kein SSL-Zertifikat hat, aber wenn ihr halt eine richtige Webseite habt, die im Internet ist, dann natürlich darauf achten, dass ihr ein SSL-Zertifikat habt, dass eure Webseite sicher ist und dann dieses SSL-Zertifikat auch hier aktivieren. Genau, dann könnt ihr, oder das ist sehr wichtig, die echte E-Mail-Adresse, die Administrator-E-Mail-Adresse eintragen. Wenn ihr zum Beispiel euer Passwort vergessen habt von eurer Webseite, dann könnt ihr über diese hinterlegte E-Mail-Adresse, sollte natürlich echt sein und solltet ihr auch Zugriff haben, dann zum Beispiel ein neues Passwort anfordern oder das Passwort zurücksetzen. Das ist sehr wichtig, dass hier eure echte E-Mail-Adresse steht. Klar, bei mir ist jetzt Web Engine Local, weil das eine lokale Webseite ist. Dann die Sprache der Webseite ist auch sehr wichtig. Wenn ihr eine deutsche Webseite für den deutschen Markt habt, dann sollte hier wirklich dann Sprache der Webseite Deutsch stehen, weil das auch Google zeigt, den Language Tag der Webseite bestimmt. Wenn ich das jetzt hier auf Deutsch stehen habe, dann ist der Language Tag automatisch gesetzt, heißt im Hintergrund setzt WordPress den Language Tag auf de. So weiß Google genau, dass meine Seite für den deutschen Markt bestimmt ist. Wenn ich jetzt eine Webseite für den amerikanischen Markt erstellen möchte, dann setze ich das natürlich dann, den Language Tag kann ich setzen English United States. So weiß Google und die anderen Suchmaschinen dann genau, dass diese Webseite für den amerikanischen Markt bestimmt wäre. Oder natürlich auch, wenn ihr für England, United Kingdom, dann setzt ihr das natürlich auf English UK, nicht English United States, sondern English UK. Somit weiß Google dann genau, dass das dann für United Kingdom ist. Ist also ganz wichtig, dass ihr das dann auf das richtige Land bzw. die richtige Sprache setzt. Datumsformat, Zeitformat ist relativ egal und wichtig ist, wenn ihr Änderungen macht, dass ihr dann wirklich hinterher dann auch auf Änderungen speichern geht, sonst sind alle Änderungen verworfen. Okay, dann haben wir die allgemeinen Einstellungen abgehandelt. Dann gehen wir mal auf Schreiben. Das ist auch nicht so wirklich wichtig. Hier könnt ihr einen E-Mail-Server angeben. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und einen neuen Blogpost schreiben wollt, schreibt ihr dann zum Beispiel auf eurem Handy oder auf eurem Tablet und dann könnt ihr zum Beispiel diesen neuen Blogartikel könnt ihr dann per E-Mail an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse senden und Google checkt dann diese E-Mail-Adresse und wenn Google sieht, okay, auf dieser E-Mail-Adresse ist eine neue E-Mail eingegangen, dann speichert Google das direkt als neuen Blogpost. Genau, und so könntet ihr von unterwegs aus Blogpost schreiben. Weiß nicht, wie interessant das ist, aber die Möglichkeit gibt es halt, kann man hier einstellen. Genau, lesen. Hier ist wichtig, dass Homepage anzeigen, das machen wir später. Das wird dann durch Theme bestimmt, welche Startseite angezeigt wird. Das ist nicht ganz so wichtig hier. Wichtig ist Sichtbarkeit für Suchmaschinen, dass hier kein Haken hinterlegt ist. Wenn hier jetzt ein Haken sein sollte, dann diesen Haken bitte wegnehmen. Sollte da ein Haken sein, dann
werden die Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo und so weiter und so fort davon abgehalten, eure Webseite zu indexieren. Also wenn ihr dann eine Webseite habt und ihr keinen Traffic bekommt, zum Beispiel, dann bitte mal kontrollieren, ob hier ein Haken gesetzt ist. Wenn hier ein Haken gesetzt ist, diesen Haken rausnehmen und dann auf Änderungen speichern klicken, dann können auch Suchmaschinen auf eure Webseite zugreifen und haben die Berechtigung, eure Webseite zu indexieren und in den organischen Suchergebnissen anzuzeigen. Genau. Diskussion ist ja nichts wirklich Wichtiges hier. Da braucht man nicht unbedingt Änderungen durchzuführen. Genauso wie bei Medien braucht man auch nichts zu ändern. Was wichtig ist, ist unter Permalinks. Hier gebt ihr die Struktur eurer Webseite an, die Linkstruktur. Meistens ist das, wenn ihr eine neue Webseite oder eine neue WordPress-Webseite installiert, steht das dann auf einfach. Und dann, wenn ihr zum Beispiel dann eine neue Unterseite erstellt, dann haben die so eine komische Endung. Dann eure Seite, meine neue Webseite.de, und dann steht hier dann P gleich 123 oder so ein komisches Format hier. Das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen eine saubere Seitenstruktur haben. Heißt, wir wählen Beitragsname an. Das ist sehr wichtig, dass ihr das direkt macht. Beitragsname, dann eure Internetadresse, und dann wird dann hier, weiß ich nicht, Kontaktseite oder über mich Seite stehen. Wird dann direkt klar ausgegeben. Also wichtig ist, dass ihr das dann auf Beitragsname setzt und dann auf Änderungen speichern klickt, sollte das noch nicht so gesetzt sein. Genau. Datenschutz ist noch nicht so wichtig. Das machen wir dann in einem späteren Video. Das kann man erstmal ignorieren, weil wir ja Impressumsseite generieren müssen und so weiter, Datenschutzseite generieren müssen. Das geben wir dann später da an. Genau, und das ist es eigentlich auch erstmal zu den WordPress-Grundeinstellungen, die ihr vornehmen solltet, wenn ihr eine neue WordPress-Seite erstellt. Ja, genau, das ist es. So, und habt ihr irgendwelche Fragen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche alle Fragen so schnell wie möglichst zu beantworten. Und genau, so, und ja, wenn ihr dieses Video informativ gefunden habt, wenn ihr neue Sachen gelernt habt oder wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich super freuen über einen Daumen hoch bei dem Video. Und ja, ich würde mich auch super darüber freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Genau, und das war es erstmal für dieses Video. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.